Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Schuster Automobile. Für alle, die unseren Kanal regelmäßig folgen, ihr habt es vielleicht gemerkt, die letzten 2-3 Wochen war es ein bisschen ruhiger. Das lag zum einen natürlich an der Weihnachts- und Silvesterzeit, da hatten wir auch ein bisschen Urlaub, aber wir waren auch richtig fleißig für euch und haben ein paar coole Sachen generiert. Und das hat zum einen mal mit unserem 50-jährigen Firmenjubiläum zu tun, das wir 2026 feiern. Da gibt es richtig coole Aktionen jeden Monat. Solltet ihr am besten mal in unsere Website reinschauen, da findet ihr immer irgendwelche Informationen zu diesem Thema. Aber worum es in diesem Video geht, ist, dass wir für euch eine spezielle Internetseite gebaut haben, wo ihr wirklich ganz häufig gefragte Themen findet, die ihr euch dann schnell selber beantworten könnt. Und ich finde es so cool, dass wir hier einfach mal ein Video für euch machen wollten, um euch zu erklären, was es da eigentlich zu finden gibt und natürlich, wie ihr das auch finden könnt. Und um auf unsere Webseite zu kommen, falls ihr es nicht schon kennt, müsst ihr natürlich in den Browser schusterautomobile.de eingeben. Ganz wichtig, ohne Bindestrich, damit ihr bei uns landet. Dann kommt ihr wahrscheinlich auf diese Seite, die so ähnlich ausschauen wird wie das, was ihr hier seht. Das verändert sich natürlich auch immer im Laufe der Zeit. Und dann haben wir hier für euch oben sichtbar einen Kundenbereich speziell eingerichtet. Und es gibt vielleicht Zuschauer unter euch, die sagen, ja, aber ich bin ja gar kein Kunde bei euch, ist kein Problem, nutzt das gerne, drückt da gerne drauf. Und dann kommt ihr auf eine Website, die schaut sehr ähnlich aus. Sie hat hier oben eine etwas andere Internetadresse. Wir haben die einfach schusterautomobile.info genannt, wo ihr eben ganz wichtige Informationen ziehen könnt. Und das sind auch Themen, da bekommen wir wirklich sehr viele Anfragen von euch. Zum Beispiel so Klassiker, Mensch, hat mein Auto die und die Extrafunktion oder wie heißt denn der Farbcode von meinem Auto oder wie ist denn die Versicherungseinstufung und solche Dinge, die wir auch teilweise in Videos auch schon genannt haben, irgendwelche Dokumente, die wir euch verlinkt haben. Das wollten wir irgendwie alles so ein bisschen zentral haben und nicht zerstückelt auf hunderte von verschiedenen Stellen. Das Ganze ist natürlich jetzt noch im Aufbau, aber wir können uns das gerne hier schon mal anschauen. Und ich habe aber noch ein besonderes Highlight, das betrifft allerdings tatsächlich unsere Kunden, denn wenn ihr bei uns ein Auto bestellt, oder woanders bestellt habt, dann ist es ja meistens immer so, dass man ein bisschen drauf warten muss, bis das Auto dann gebaut wird und endlich ankommt. Und man ist dann natürlich auch ziemlich neugierig und will eigentlich am liebsten jede Woche bei seinem Verkäufer anrufen und kann sagen, hey, sag mal, wie schaut es denn aus? Ist es schon produziert? Ist es schon auf dem Schiff? Und wann kommt das Schiff eigentlich an? Und ja, das wollten wir ein bisschen moderner machen. Das habe ich so bei Mazda bisher noch nicht gesehen. Und deswegen haben wir uns überlegt, machen wir euch so eine Art Zugang, wie ihr selber nachvollziehen könnt, welchen Status euer Auto gerade in diesem Moment besitzt. Und wenn ihr bei uns ein Auto kauft, dann kriegt ihr praktisch diesen Zugang. Ich zeige euch das jetzt hier mal, wie das funktioniert. Ihr scrollt ein bisschen runter, habt hier schon ziemlich prominent am Anfang diese Funktion Bestellstatus abfragen. Da braucht ihr nur auf Abfrage starten gehen. Das Ganze ist natürlich passwortgeschützt, das heißt, das Passwort bekommt ihr von eurem Verkäufer von uns. Ich tippe das jetzt einfach mal schnell ein für ein Beispiel. So, und jetzt kommt ihr in so eine Art Abfrage rein. Da sollt ihr euer Fahrzeug oder eure Fahrzeugbestellnummer eingeben. Die bekommt ihr logischerweise auch von uns. Ich habe mir mal eine notiert. So, okay, habt ihr es bitte eingetippt. Dann geht ihr hier auf Bestellstatus abfragen. Dauert es einen kleinen Moment, dann prüft unser System also, wo sich euer Auto gerade befindet. Und dieses Auto, was wir jetzt hier eingegeben haben, das seht ihr hier schon, das ist also aktuell auf dem Schiff. Ihr könnt sogar hier nachvollziehen, wann das Schiff denn ungefähr ankommen wird. Das kann sich natürlich immer ein paar Tage hin oder her verschieben. Das hängt natürlich zum einen natürlich auch mit Witterungsbedingungen zusammen. Also ich sage jetzt mal ganz salopp, wenn die Gegenwind haben, können die nicht ganz so flott fahren. Oder wenn irgendwo in einem Hafen es ein bisschen länger dauert. Aber das ist schon mal ein ziemlich guter Anhaltspunkt. Und dann dauert es meistens noch ein bisschen, bis das Auto dann auch im Hafen geprüft wurde, dass alles wirklich tipptopp in Ordnung ist und dann mit der Spedition bei uns angekommt. Und dann haben wir euch hier so einen Zeitraum angegeben. Das hängt eben auch so ein bisschen damit zusammen, wie schnell das dort am Hafen geht, wie schnell die Speditionen fahren. Ja, und da habt ihr schon mal eine sehr gute Orientierung, um auch vielleicht für eure persönliche Planung abschätzen zu können, wenn das neue Auto kommt. Vielleicht müsst ihr irgendwelches ein anderes Auto noch verkaufen oder irgendeinen Vertrag noch ablösen, was auch immer. Also ich finde das eine richtig coole Funktion. Wie ich gerade schon sagte, ich habe das eigentlich bisher noch nirgendwo anders bei einem anderen Mazda-Händler gesehen und ich finde es einen echten Mehrwert. Und ich habe schon eine Vermutung, dass wir ganz viele Anfragen von euch bekommen, so nach dem Motto, hey, geht das auch bei meinem Auto, aber ich habe das leider nicht bei euch gekauft. Das geht leider aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht. Also ich kann jetzt nicht auf eure Daten von einem ganz anderen Mazda-Händler zugreifen. Das ist ja irgendwie auch logisch. Das geht ja niemandem was an. Also das ist leider wirklich nur für unsere Kunden möglich. Ich gehe mal wieder auf unsere Startseite hier, zeige ich jetzt aber auch für die Kunden, die beispielsweise noch kein Auto bei uns gekauft haben, was ihr mit dieser Seite alles anfangen könnt. Und dann haben wir gleich
ein bisschen tiefer so die allerwichtigsten Themen, die wir immer wieder gefragt werden, zusammengefasst. Fangen wir mal links an mit unserem sogenannten Dokumenten- oder Download-Bereich. Gehen wir einfach mal rein und da haben wir uns überlegt, packen wir einfach mal alles rein, teilweise aus Videos, die wir schon online gestellt haben, so die ganz typischen, die häufigsten Fragen, die ihr uns stellt. Zum Beispiel eben, wie heißt euer Farbcode von eurer Lackierung? Da gibt es ja so kryptische, ich sage jetzt mal Nummerierungen. Oder wie ist denn da euer Auto eingestuft? Das ist immer wichtig, wenn man ein neues Auto kauft. Wie ist die Typschlüsselnummer? Die will meistens immer der Versicherungsberater oder die Beraterin wissen. Oder wenn ihr natürlich irgendwo in irgendein Vergleichsportal reingeht, das kriegt ihr hier. Dann haben wir natürlich auch ganz häufig Kunden, die bei uns beispielsweise Winterräder kaufen. Die haben bei uns kein Auto gekauft, die lassen sich die einfach nach Hause schicken. Könnt ihr gerne mal hier reinschauen, das ist immer aktuell. Dann gab es ein witziges Video auch von Marcel, da hat er euch so, das nennt sich Papercraft, das sind also so eher so kurzweilige Bastelsachen, gerade wenn man irgendwie die Enkelkinder oder die Kinder so ein bisschen bei schlechtem Wetter beschäftigen muss, könnt ihr gerne mal reinschauen, auch witzig. Und ein ganz großer Klassiker, da kriege ich auch wirklich ganz viele E-Mails von euch immer zur Räderwechselsaison. Wie viel Drehmoment brauche ich denn für mein Rad, wenn ich das selber mache, damit das nicht zu fest ist, aber auch nicht zu locker. Das findet ihr hier. Die Alexa Sprachbefehle und wie gesagt, da wird bestimmt noch das ein oder andere dazukommen. Das waren jetzt mal so die allerwichtigsten Themen im Download-Bereich. Dann gehen wir mal einen Schritt wieder zurück, gucken wir mal hier rechts. Das ist auch so ein Klassiker, da kriege ich wirklich ganz viele Anfragen von euch. Und ich muss zugestehen, das produziert echt immer so ein bisschen auch Arbeit für uns. Beispielsweise, ist dieses Extra in meinem Auto enthalten oder was hat denn mein Auto eigentlich alles? Denn das Problem ist, dass man meistens von seinem Auto, was jetzt vielleicht irgendwie schon ein bisschen älter ist, kein Prospekt mehr hat. Da kann man also nicht nachschauen. Und Mazda auf der Webseite natürlich nur die ganz aktuellen Modelle hat. Also haben wir uns gedacht, packen wir mal in so eine Art Archiv alle Prospekte rein, die so die letzten Jahre vorhanden waren. Ich nehme jetzt mal hier zum Beispiel den Mazda CX-5 und seht ihr ja natürlich auch die letzte, aktuellste Preisliste, aber hier haben wir euch auch das mal so ein bisschen hingeschrieben. Es gibt immer meistens Preislisten, dann gibt es teilweise auch Zubehörpreislisten, also alles, was wir irgendwie so finden konnten. Und es geht schon ein ganzes Stückchen zurück. Wir haben es jetzt mal so die letzten 5, 6, 7 Jahre gemacht, was uns halt irgendwie zur Verfügung stand. Und da könnt ihr dann einfach draufklicken. Ich mache das jetzt einfach mal hier, ich drücke jetzt mal auf die runterladen und ja, dann öffnet sich eben so ein PDF. Dauert einen kleinen Moment. So, und dann habt ihr hier natürlich erstmal so ein paar Bildchen, wie in jedem Prospekt, wie man das halt so kennt. Und ja, dauert jetzt noch einen kleinen Moment, mein Browser ist gerade nicht der schnellste. Und hier seht ihr jetzt zum Beispiel mal die Ausstattungslinien, die es eben 2025 gab. Meistens steht es irgendwo im Auto oder im Checkheft auch drin, zum Beispiel Primeline, Centerline und so weiter und so fort. Und dann seht ihr hier unten dann auch immer die ganzen Extras, die diese Autos zur Verfügung haben. Und so kann man zum einen mal mit relativ wenig Aufwand selber schauen, hat das Auto dieses Feature oder aber nicht. Oder euch einfach ausdrucken und so ein bisschen zusammentackern. Ist natürlich auch eine sinnvolle Sache, wenn ihr das Auto verkaufen wollt. Dann müsst ihr diese Beschreibung vielleicht bei Mobile oder bei Autoscout selber schreiben. Und da will man natürlich jetzt auch nichts vergessen, weil das natürlich auch wertsteigernd ist. Also das finde ich auch eine richtig coole Hilfe. So ja, gehen wir mal aus dem Archiv wieder raus und wir haben hier unten etwas tiefer dann nochmal so die allgemeinen wichtigsten Themen für euch zusammengefasst, die irgendwie Mazda-Besitzer betreffen. Zum einen mal, wie komme ich denn eigentlich an diese My Mazda App? Dann haben wir euch hier einen Link zu den App Stores gebracht. Wenn ihr sagt, ich möchte gern Zubehör kaufen, was gibt es denn da und so weiter, was kostet das, haben wir euch hier das Originalzubehör verlinkt. Winterräder nochmal das Thema. Navi-Update, ganz großes und heißes Thema. Wo ist nochmal die Software zu finden? Wenn du das in Google eintippst, kommst du auch nicht immer zum richtigen Ort. Also hier einfach am besten dann hier über diesen Link arbeiten. Dann haben wir ja bei den Mazdas auch, wenn ihr regelmäßig eure Kundendienste macht, immer so einen kostenlosen Mazda Europe Service, also so einen Pannendienst dabei. Da haben wir auch häufig Fragen von euch, was ist denn eigentlich konkret alles enthalten? Ich habe da irgendwie keinen richtigen Überblick dazu. Das haben wir euch hier mehr erfahren. Einfach mal draufklicken. Da gibt es auch so ein PDF, was man runterladen kann. Finde ich sehr sinnvoll. Und darauf sind wir auch besonders stolz. Wir haben natürlich auch bei uns jetzt ein richtig cooles System entwickelt, bei dem man auch bei uns Kundendiensttermine oder irgendwelche anderen Termine vereinbaren kann, ohne jetzt jemanden ans Telefon holen zu müssen. Sehr hilfreich auch für berufstätige Personen, die meistens eben abends spät heimkommen und dann sagen, Mist, jetzt ist also niemand mehr telefonisch erreichbar. Ihr könnt das also wirklich bis auf die Uhrzeit genau bei uns buchen. Ich zeige euch das mal. Ich gehe jetzt hier mal zur Terminbuchung. Öffnet sich dann eben so eine Seite. Hier bequem online Termin buchen bei uns. Ihr geht zur Terminbuchung und damit ihr es möglichst einfach habt, könnt ihr jetzt hier beispielsweise eure
Kennzeichen eingeben. Das ist natürlich am einfachsten. Ihr könnt auch die Fahrgestellnummer eingeben, aber wer gibt da schon seine Fahrgestellnummer ein? Ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel. So, zack. Und nehmen wir jetzt mal hier. Dann kannst du den ungefähren Kilometerstand eingeben. Das hilft uns so ein bisschen. Ich nehme jetzt hier mal 35.000 Kilometer. So, und dann dauert es einen kleinen Moment. Unser System sucht also tatsächlich anhand eures Kennzeichens eure Daten raus. Und da ist es tatsächlich auch so, da müsst ihr nicht unbedingt Kunde bei uns sein. Das kann auch jemand sein, der beispielsweise das Auto nicht bei uns gekauft hat. Das funktioniert gut. Unter dem Kennzeichen wurden jetzt mehrere Fahrzeuge gefunden. Also das ist immer ein Zeichen, dass der Kunde eben schon mehrere Mazdas gefahren hat. Das aktuellste Modell ist jetzt hier der MX-5. Da müsst ihr also darauf achten, welches euer aktuellstes Modell ist. Und dann geht man einfach auf Bestätigen. So, dann gibt es hier noch Standardabfrage. Das leuchte ich mal kurz weg. So, wenn ihr das über unsere Webseite macht, dann werden wir natürlich als Händler vorgeschlagen. Ich muss jetzt hier noch die Standardabfrage genehmigen. Dauert noch einen kleinen Moment. Jawohl. So, also hier seht ihr schon, habt das System, wenn es über unsere Webseite macht, natürlich uns ausgesucht. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit zu sagen, okay, das System erkennt von selber, welche Wartung bei eurem Fahrzeug die nächste fällige Wartung wäre. Das wäre jetzt bei dem Auto, was ich gerade gemacht habe, die 3. Wartung, denn das Auto ist von 2023. Wenn ihr sagt, hey, ich will gar keine Wartung machen, ich will eigentlich nur einen Räderwechsel oder einen TÜV-Termin oder was auch immer, kein Problem. Ich lasse jetzt mal die Wartung. So, und dann habt ihr unten die Möglichkeit noch zu sagen, Mensch, das trifft bei mir jetzt zum Beispiel mit einem Räderwechsel zusammen, ich brauche noch eine Hauptuntersuchung. Könnt ihr das gerne hier ankreuzen, könnt ihr uns hier unten noch ein bisschen was hinschreiben, zum Beispiel, ich höre ab und zu, wenn es kalt ist, ein Geräusch oder ich glaube, die Bremsen müssten gemacht werden oder keine Ahnung, ich will noch ein bisschen Zubehör. Schreibt das unten einfach rein. So, dann geht auf Fortsetzen. Und hier könnt ihr sagen, möchtet ihr einen kostenlosen Leihwagen von uns während der Reparaturdauer oder wartet hier so ein bisschen. Wir haben ja auch einen Massagesessel und einen Baumarkt in der Nähe, also da kann man schon die Zeit verbringen. Oder ihr möchtet, dass wir das Auto bei euch hier in der Nähe irgendwo abholen, wenn ihr in der Nähe wohnt, kein Problem. So, und jetzt kommen wir im Endeffekt zu dem richtig coolen Teil. Das heißt, ihr könntet jetzt hier anhand des Kalenders direkt Tage und Uhrzeiten raussuchen, wo ihr sagt, Mensch, jetzt zum Beispiel den 23. Januar um 9 Uhr, da möchte ich jetzt gerne den Termin hier vereinbaren. Und das ist eben bisher nicht möglich gewesen. Da hat man einfach eine Anfrage hingeschickt, eine E-Mail, da musste das erst wieder zurück beantwortet werden. Da mussten wir erst wieder anrufen. Ja, wann geht es denn bei Ihnen, wann geht es denn bei dir und so weiter und so fort. Und jetzt könnt ihr direkt hier entscheiden, welcher Termin für euch der passende ist. Finde ich eine ziemlich coole Funktion und habe ich so auch noch nicht so häufig gesehen. Das auch nochmal nebenbei. Ja, ansonsten gehen wir noch ein bisschen tiefer. Natürlich auch hier so ein bisschen Angebote, aktuelle Fahrzeuge, Handbücher auch ein wichtiges Thema. Die haben wir ein eigenes Video dazu gemacht, kann ich euch gerne mal verlinken. Wenn ihr ein neues Auto bekommt, bekommt ihr nämlich eher eine kleine Fassung. Man denkt das gar nicht, aber das ist schon ziemlich dick. Aber da gibt es einen richtigen Schmökern, wo nochmal viel mehr Informationen drin stehen. Und das Ganze könnt ihr euch natürlich auch als PDF zu Hause runterladen, zum bequemen Durchscrollen. Super gerne. Wenn ihr uns cool findet oder die Firma, freuen wir uns natürlich immer über Feedback von euch. Hier könntet ihr also direkt auch uns bei Google bewerten. Einfach draufklicken, dann seid ihr schon am Ort. Ja, und dann sind wir jetzt erstmal so am Ende mit den Sachen, die wir uns vorgestellt haben. Wir haben natürlich noch so ein paar Ideen für die Zukunft, sind da aber auch so ein bisschen ja, von euren Ideen abhängig. Also wenn ihr denkt, Mensch, was könnte man dann so eine Website integrieren, was euch reizen würde. Meine Gedanken waren dann teilweise auch so in Richtung 3D-Druck vielleicht noch zu gehen. Denn wenn man da ist, schaut, gibt es ja heute auch richtig coole Sachen, die man mit so einem 3D-Drucker machen kann, die man so ein Auto einbauen kann. Und das ist irgendwie alles so verstreut. Das eine ist in dem Forum, das andere ist bei Facebook, das andere sonst wo zu finden. Da wäre es doch mal schön, wenn wir das irgendwie so zusammenfassen. Da muss man mal gucken, wie man das irgendwie darstellen kann. Oder vielleicht habt ihr irgendeine tolle Idee, schreibt es einfach mal in die Kommentare rein, würde mich riesig freuen. Da kommt immer wirklich richtig cooles Feedback und da komme ich manchmal gar nicht drauf, was ihr drauf kommt. Und ja, würde ich mich freuen. Ansonsten ja, hoffe ich, dass ich euch hier ein paar wichtige Informationen geben konnte. Vielleicht ist ja wirklich was dabei, wo ihr sagt, Mensch, das habe ich schon lange gesucht, aber richtig cool, dass das jetzt hier an einem Ort versammelt ist. Und ja, dann freue ich mich natürlich, wenn wir da in die richtige Richtung gegangen sind. Wenn euch das gefällt, lasst uns einen Daumen nach oben da, freut uns natürlich sehr. Denkt dran, unseren Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Und ansonsten sehen wir uns einfach wieder beim nächsten Video. Ciao, ciao.